So, herzlich willkommen im LogLab, im Labor für Logistik und Produktion im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen der Hochschule Esslingen. Wir sind hier im Labor und hier sollen Studierende Produktion und Logistik erfahrbar erleben. Das heißt, wir haben hier viele Übungen gestaltet in unterschiedlichen Fächern, in Logistik, Production Management. Das ist im Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen, aber genauso haben wir Übungen im Bereich Master, Smart Factory und versuchen, moderne Methoden und auch Technologien den Studierenden hier weiterbringen. Heute wollen wir in dem 360-Grad-Rundgang einige Sachen zeigen und Frau Enthaler wird jetzt als ersten unseren kollaborativen Roboter vorstellen. Hallo, das ist also unser Franka Panda und ich zeige mal eine ganz kleine Übung, die die Studenten schon mal gemacht haben. Also das Ziel ist, so eine kleine Rollenbahn zu produzieren. Das sind kleine Röllchen, die er hier greift und die er dann praktisch abwirft. Der Vorteil von diesen kollaborativen Robotern ist, dass wir mit ihnen interagieren können. Die brauchen also keinen großen Zaun drumherum, sondern sie sitzen hier. Also man sieht, ich kann ihn ganz einfach anhalten, wenn ich praktisch ihm in die Quere komme. Und der nächste große Vorteil ist, dass sie eine einfache grafische Oberfläche haben, die hier für die Programmierung zur Verfügung steht. Also ich brauche keine Programmiersprachen mehr erlernen, wie es für die großen Standard-Industrierobotern notwendig ist, sondern ich mache hier ein bisschen Drag and Drop und mache eine App auf und suche mir die richtige passende aus und dann funktioniert das alles. Das ist eben eine Übung, die wir mit unseren Masterstudenten machen. Das macht denen ziemlich Spaß, natürlich das Ding zum Programmieren und das auszutüfteln, wie das gut funktionieren kann. Und sehr gut kann man auch sehen, die Interaktion zwischen Mensch und Maschine. Man kann nah miteinander arbeiten, man kann ihm was in die Hand geben und er führt dann weitere Schritte aus. Und das kann auch die Zukunft der Produktion sein und das wollen wir hier schon mal erleben und auch testen. Also wir haben ja hier eben Wirtschaftsingenieurwesen bzw. Masterstudenten, die Smart Factory studieren. Und da geht es natürlich nicht darum, einfach nur solche Roboter zu programmieren. Das würden Maschinenbau, Mechatroniker oder andere Studenten vermutlich besser können, sondern uns geht es darum herauszufinden, wann setzen wir die auch wirklich wirtschaftlich sinnvoll ein. Das heißt, unsere Studenten müssen dann auch noch den Vergleich mit anderen Ländern machen, den Vergleich mit der Handarbeit. Also wenn ich jetzt 3 Menschen dafür einsetze, wie schnell würden die was arbeiten, was kosten die jetzt im Vergleich zu so einem Roboter? Das sind unsere Aufgaben, die wir immer haben. Dann können wir mal weitergehen zu einer anderen Übung, die wir mit unseren Production Management, also Produktionsmanagement-Studenten hier immer machen. Wir haben eine kleine Produktion von solchen Lego-Dumpern. Als erstes kriegt jeder Student die Aufgabe, an so einem Tisch praktisch so einen Lego-Teil hier komplett selber zu bauen. Da brauchen die natürlich teilweise relativ lang, weil es ist sehr unübersichtlich, sich die Teile zu suchen und zusammenzufinden. Die haben hier dann so eine ziemlich lange Arbeitsanweisung, die auch nicht so einfach zu befolgen ist, unübersichtliche Arbeitskästen, wo die Materialien zu finden sind. Und das Ganze versuchen wir dann müssen die Studenten selber herausfinden, wie man so eine Produktion dann eben verbessert, wie sie eine Arbeitsteilung einbauen. Das heißt, der erste baut nur 1, 2, 3 Schritte, dann geht es weitergegeben an den nächsten, der dann eben wieder weiterbaut. Wir haben dann Digitalisierung eingeführt, also indem praktisch über die Tablets dann die Arbeitsanweisungen digital kommen und nicht mehr mit diesen komischen Dingern, die hier immer zufallen. Genau. Studierende müssen aber nicht nur an der Geschwindigkeit arbeiten, wie ist es effizient, sondern auch an der Qualität, das ist auch ein wichtiger Baustein. Schnell ist nicht alles. Und Effizienz, Qualität, das wird dann auch hier an solchen Tafeln dürfen die Studierenden selber Kennzahlen entwickeln und die auch dann vorstellen. Wir besprechen das und sehen dann, welche Methoden eigentlich gut greifen. Und der Vorteil ist, dass wir das eben gemerkt haben, also wenn man den Studenten nur immer die Theorie gibt und die Formeln zum Abschreiben oder einmal vorgebetet hat in der PowerPoint-Präsentation, dann hat sie keiner tatsächlich verstanden. Aber wenn die ihre eigene Produktion hier entwickelt haben und daraus dann ihre eigenen Kennzahlen entwickelt haben und die dann vielleicht mit einer anderen Gruppe vergleichen, dann haben die das ganze System schon wesentlich besser verstanden. Dann gehen wir noch eine Station weiter. Genau, mit den Studenten gemeinsam noch was anderes entwickelt. Haben noch eine Übung entwickelt. Diese Übung oder das Produkt
Akkuschrauber, wie man hier sieht, in Einzelteilen, zieht sich dann zukünftig durch das ganze Studium durch. Und hier im Bereich Production Management wollen wir zusammen mit den Studierenden überlegen, wie kann man eigentlich so ein Produkt für die nächste Generation weiterentwickeln, worauf sollte man achten, gerade im Bereich Technik, was kann man überhaupt verbessern, aber auch den Kunden im Blick haben, was möchte der Kunde, und Ganze soll natürlich auch wirtschaftlich sein, also wirklich eine Produktentwicklungs- und eine Produktionsstrategie anhand dieses Beispiels wirklich mal erfahren und durchexerzieren. Kommt auch sehr gut an, spannende Aufgabe. Und dann bedanken wir uns. Ja, vielen Dank. Das haben Sie einen kleinen Überblick gewonnen hier über unser Log-Lab. Es gibt auch weitere Übungen im Bereich Logistik. Das war jetzt ein Ausschnitt, was wir hier alles machen. Und das sind wirklich spannende Themen aus der Produktion und aus der Logistik. Und uns macht es viel Spaß und die Studierenden haben wir auch das Gefühl, dass die hier mit den praktischen Übungen sind die auf alle Fälle immer wesentlich zufriedener als nur mit der Theorie. Okay, danke. Also, Dankeschön.